Hallo, heute bereiten wir auf dem YouTube-Kanal Beyond Bread Wish ein ganz besonderes Gericht zu. Zarte Schnitzel mit einer knusprigen Panade und einer cremigen Butterfüllung. Wir zeigen jeden Schritt detailliert, damit Sie das Rezept nachkochen können und das köstliche Ergebnis genießen. Machen Sie sich bereit für eine kulinarische Reise. Los geht's! Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor. Decken Sie einen Teller mit Frischhaltefolie ab, um zu verhindern, dass die Zutaten darauf kleben und die spätere Arbeit mit der Füllung zu erleichtern. Tipp: Die Frischhaltefolie sollte glatt und ohne Falten gespannt sein. Frischhaltefolie verhindert, dass die Füllung an der Oberfläche klebt und macht den gesamten Zusammenbauprozess schnell und sauber. Dies ist ein klassischer Trick, der sogar in Restaurants verwendet wird. Geben Sie eine Knoblauchzehe zur Butter. Drücken Sie sie mit der flachen Seite eines Messers aus, bevor Sie sie fein hacken. Dies setzt das maximale Aroma frei. Knoblauch verleiht der Füllung Schärfe und Sättigung. Hacken Sie nun frische Petersilie. Hacken Sie sie fein, ohne die Kräuter zu zerdrücken. So behält sie mehr Aroma und Nährstoffe. Petersilie verleiht dem Gericht Frische und Helligkeit. Petersilie ist nicht nur eine Dekoration des Gerichts, sondern auch eine Quelle von Frische und einem leichten, unaufdringlichen Aroma. Am besten verwenden Sie flache Blätter, da sie einen intensiveren Geschmack haben als lockige Petersilie. Als nächstes kommt Dill. Er passt hervorragend zu Butterfüllungen und verleiht ihnen einen frischen, kräuterigen Geschmack. Hacken Sie ihn fein, um möglichst viel Aroma zu erhalten. Dill ist ein klassischer Begleiter solcher Gerichte. Sein kräftiger Geschmack und sein Aroma unterstreichen die Zartheit unseres Hackfleischs. Eine interessante Tatsache: Dill wird häufig in verschiedenen Küchen verwendet, da er antibakterielle Eigenschaften hat und die Verdauung anregen kann. Vermischen Sie nun Knoblauch, Petersilie und Dill mit Butter. Mischen Sie die Zutaten gründlich, um eine homogene Masse für die Füllung zu erhalten. Butter bildet die Grundlage der cremigen Füllung, die einen angenehmen Kontrast zur knusprigen Kruste der Schnitzel bildet. Knoblauch, Petersilie und Dill in Kombination mit weicher Butter bilden die Grundlage für unsere cremige Füllung. Die Weichheit der Butter gleicht die Intensität der Kräuter und des Knoblauchs perfekt aus und schafft eine Harmonie der Geschmacksrichtungen. Es ist wichtig, nicht zu viel Knoblauch zu verwenden, damit er die anderen Aromen nicht übertönt. Formen Sie aus der Buttermischung kleine Kugeln. Das wird unsere Füllung sein. Legen Sie sie auf den vorbereiteten Teller mit der Folie. Tipp: Machen Sie die Kugeln gleich groß, damit die Schnitzel gleichmäßig werden. Decken Sie die Butterfüllung mit Frischhaltefolie ab und legen Sie sie für 20 Minuten in den Gefrierschrank, damit sie fest wird. Dies wird Ihnen helfen, sie später leichter in das Hackfleisch zu wickeln. Jetzt kümmern wir uns um das Hackfleisch. Wir verwenden eine Mischung aus Schweinefleisch und Huhn, aber Sie können nach Ihrem Geschmack jede beliebige Fleischsorte verwenden. Wichtig: Das Hackfleisch sollte gut gekühlt sein. Dies erleichtert das Formen der Schnitzel. Fügen Sie dem Hackfleisch eine zweite Knoblauchzehe hinzu. Dieser Schritt verleiht dem Hackfleisch eine zusätzliche Tiefe des Aromas und eine leichte Schärfe. Reiben Sie eine Zwiebel und fügen Sie sie dem Hackfleisch hinzu. Die Zwiebel macht die Schnitzel saftig und fügt eine natürliche Süße hinzu.
fügen Sie dem Hackfleisch ein Ei hinzu. Dies ist ein wichtiges Element, das die Zutaten verbindet und das Hackfleisch dichter macht. Vergessen Sie nicht, das Hackfleisch zu salzen und zu pfeffern. Dies sind universelle Gewürze, die den Geschmack von Fleisch und anderen Zutaten entfalten. Fügen Sie nach Geschmack hinzu. Fügen Sie auch Gewürze nach Geschmack hinzu. Etwas Basilikum, Koriander und Schmelli Suneli. Diese Gewürze verleihen den Schnitzeln ein einzigartiges aromatisches Profil. Eine sorgfältige Durchmischung des Hackfleischs ist der Schlüssel zu einer homogenen Textur. Versuchen Sie, von Hand zu mischen, damit jeder Inhaltsstoff gleichmäßig verteilt wird. Das Mischen hilft auch den Gewürzen, sich besser zu entfalten, und das Fleisch wird saftiger. Mischen Sie das Hackfleisch nun gründlich, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen. Das Hackfleisch sollte homogen und bereit zum Formen der Schnitzel sein. Die Verwendung eines Zellophanbeutels für das Hackfleisch ist eine bequeme Möglichkeit, das Fleisch für die weitere Schnitzelformung vorzubereiten. Es ermöglicht dem Hackfleisch, sauber zu bleiben und nicht an der Arbeitsfläche zu kleben. Eine solche Methode macht den Prozess der Schnitzelformung auch schnell und ordentlich. Legen Sie das Hackfleisch dann in einen Zellophanbeutel und verteilen Sie es vorsichtig auf der Oberfläche. Das Klopfen des Hackfleischs ist ein wichtiger Schritt, der dem Fleisch die nötige Dichte verleiht. Beim Klopfen wird das Fleisch von überschüssiger Luft befreit, was die Schnitzel dichter macht und ihnen ermöglicht, beim Braten besser ihre Form zu halten. Klopfen Sie das Hackfleisch aktiv direkt im Beutel. Dies wird es dichter machen und den fertigen Schnitzeln eine homogenere Textur verleihen. Nach dem Klopfen des Hackfleischs wird es in eine Schüssel oder auf eine Arbeitsfläche gelegt. Dies ist der Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass das Fleisch die ideale Konsistenz für die Schnitzelformung hat. Es sollte dicht und etwas klebrig sein. Fortsetzung. Legen Sie das geklopftes Hackfleisch in eine vorbereitete Schüssel. Tipp: Arbeiten Sie mit dem Hackfleisch bei kühlen Bedingungen, damit es nicht zu weich wird. Die gefrorene Butterfüllung ist der Schlüssel zur Schaffung eines Kontrasts der Texturen im fertigen Gericht. Die kalte Füllung breitet sich nicht sofort aus, sondern behält ihre Form und schafft eine angenehme Überraschung beim Aufbrechen des Schnitzels. Das Aufschlagen der Eier mit einer Gabel für die Panierung hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die Renaissance zurückreicht. Damals begannen europäische Köche, geschlagene Eier als Grundlage für die Panierung zu verwenden, damit Fleisch und Fisch beim Braten eine knusprige Kruste erhielten. Allerdings waren damals gewöhnliche Gabeln noch selten. Sie wurden im 12. Jahrhundert von der berühmten Familie Medici in Italien in den Alltag eingeführt. Zuvor wurden Gabeln nur als Luxusgegenstände für den Adel verwendet und Köche schlugen Eier am häufigsten mit den Händen oder speziellen Schneebesen auf. Wenn Sie also Eier mit einer Gabel für die Panierung aufschlagen, verwenden Sie im Grunde genommen ein Werkzeug, das einst ein Symbol für Status und Luxus war. Nehmen Sie nun die Butterfüllung aus dem Gefrierschrank. Die Füllung sollte fest genug sein, um sie leicht in das Hackfleisch einwickeln zu können. Nehmen Sie dazu ein Stück Hackfleisch und glätten Sie es vorsichtig in Ihre Handfläche. Legen Sie in die Mitte die Butterfüllung. Wickeln Sie dann vorsichtig das Hackfleisch um die Füllung und schließen Sie sie vollständig ein. Es ist wichtig, dass die Butter vollständig innen ist, sonst läuft sie beim Braten aus.
Nachdem Sie das Schnitzel geformt haben, müssen Sie es in die Panierung wälzen. Wälzen Sie das Schnitzel zuerst in Mehl, damit die Oberfläche trocken ist. Tauchen Sie es dann in das geschlagene Ei. Dies hilft der Panierung, sich gut zu fixieren. Und schließlich wälzen Sie es in Paniermehl. Für zusätzliche Knackigkeit können Sie den Vorgang wiederholen. Erneut in Ei und erneut in Paniermehl tauchen. Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Panierung das Schnitzel gleichmäßig bedeckt, ohne Lücken, um während des Bratens alle Säfte im Inneren zu halten. Die Verwendung von Öl zum Braten ist eine wichtige Wahl. Das Öl sollte gut erhitzt sein, damit die Schnitzel gleichmäßig gebraten werden und sich schnell mit einer goldenen Kruste überziehen. Es empfiehlt sich, Pflanzenöl mit einem hohen Rauchpunkt zu verwenden, wie raffiniertes Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Wichtig: Überhitzen Sie das Öl nicht, sonst können die Schnitzel außen anbrennen und innen roh bleiben. Wenn die Schnitzel in die Pfanne gelegt werden, ist es wichtig, eine gleichmäßige Temperatur aufrechtzuerhalten. Damit die Kruste knusprig wird, aber nicht anbrennt, sollten die Schnitzel bei mittlerer Hitze gebraten werden. Und denken Sie daran, sie nur einmal umzudrehen, um eine Zerstörung der Form zu vermeiden. Das Braten von Schnitzeln mit Füllung, insbesondere mit einer cremigen Füllung, hat seine Wurzeln in der französischen Küche des 19. Jahrhunderts. Das als Côtelette de Volaille bekannte Gericht entstand erstmals in Sankt Petersburg, als französische Köche für den russischen Adel kochten. Diese Schnitzel unterschieden sich von den üblichen Fleischgerichten dadurch, dass sie mit einer aromatischen Füllung aus Butter und Kräutern gefüllt wurden, die beim Braten im Inneren schmolz. Dieses Rezept wurde so populär, dass es sich in ganz Europa verbreitete und viele Variationen erhielt, während die schmelzende, cremige Mitte der Schnitzel zu einem Zeichen echter kulinarischer Meisterschaft wurde. Interessanterweise verursacht der Bratvorgang bei hoher Temperatur die sogenannte Maillard-Reaktion, die die Kruste knusprig macht und ihr einen besonderen Geschmack verleiht. Überladen Sie die Pfanne nicht, damit das Öl die erforderliche Temperatur beibehält. Das Überführen der Schnitzel in den Ofen ist die letzte Phase, die ihre Zubereitung abschließt. Wenn die Schnitzel gebräunt sind, übertragen Sie sie in einen vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für 10 Minuten, damit sie im Inneren vollständig gar werden. Diese Methode ermöglicht es, die Saftigkeit des Fleisches zu erhalten. Wenn die Schnitzel fertig sind, nehmen Sie sie aus dem Ofen und lassen Sie sie etwas abkühlen. Die Butterfüllung im Inneren der Schnitzel macht das Gericht besonders interessant. Jedes Stück wird angenehm saftig sein. Wussten Sie, dass die beliebten Pojarski-Schnitzel in Russland ebenfalls Butter enthalten, was ihnen einen einzigartigen Geschmack und eine einzigartige Textur verleiht? Jetzt können Sie die Schnitzel auf den Tisch servieren. Beim Schneiden des Schnitzels werden Sie sehen, wie die heiße, cremige Füllung herausfließt. Solche Gerichte werden häufig in gehobenen Restaurants serviert, aber jetzt können Sie dies zu Hause zubereiten. Guten Appetit! Wir haben das Ende des Rezepts erreicht und jetzt kennen Sie alle Geheimnisse der Zubereitung dieser erstaunlichen Schnitzel. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar darüber zu hinterlassen, wie Ihnen dieses Gericht gelungen ist. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, Likes zu geben und Kommentare zu schreiben. Vielen Dank für das Zuschauen. Vergessen Sie nicht, auf dem Kanal Beyond Bread Wish nach neuen Rezepten Ausschau zu halten. Es gibt noch viel Interessantes zu entdecken.